Hallo ihr Lieben, ich wollte euch heute meinen allerersten Mod vorstellen. Das ist Wasserplan, Flüsse und Teiche, Elemente zum selber zusammenpacken. Und dadurch, dass ja dieses LS22 Baumenü ein bisschen schwieriger zu handeln ist, habe ich mir gedacht, parallel zu meiner Fotostrecke, die im Forum schon drin ist, mache ich noch ein kleines Video dazu. Es ist natürlich dann halt ein bisschen einfacher, man kann auch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, ich fange dann mal an. Also, ich habe als erstes das Land ein bisschen herabgesetzt, wo ich jetzt den Teich haben wollte. Da gibt es jetzt verschiedene Modelle mit rund und eckig und ja, könnt ihr euch mal aussuchen. Dann so, nehme ich mir mal den ersten Teich, nehme ich mal den kleinen. So, ich habe, das sieht man hier jetzt schon ein bisschen in den coolen, ich habe die Wasserplanen nach unten gesetzt. Also das bedeutet, sie liegen nicht direkt auf der Erde auf, sondern sind tiefer. Das hat den Grund, dass mir beim Flusseinbau für die Bilderstrecke es aufgefallen ist, dass die Ecken teilweise draußen sind und ich dann Hügel erstellen musste und ich fand das alles irgendwie ein bisschen, ja, nicht ganz so toll. Also habe ich es tiefer gesetzt. Dadurch sieht man jetzt hier, ich mache das jetzt mal auf einer festen Ebene, wie ein Baum oder ich nehme nachher eine Lampe. Na, dann sieht man das, wo und wie die Form dieser Plane ist und kann es sich so ein bisschen einstellen. Also, und da ich gerade von der Lampe geredet habe, nehme ich sie mal schnell. Ich stelle die hier hin. So, dann hole ich mir meinen Teich wieder raus. So, und da seht ihr hier schon, ne? Also hier kann man so hinsetzen, das ist jetzt der kleine Teich. Dann habe ich das Ganze auch noch als mittleren Teich oder als riesigen Teich. Müsst ihr halt mal gucken. Und das Ganze halt eben noch als Ecke. Dann könnt ihr da hier schön ein bisschen ausrichten. Als Ecke hier und natürlich auch noch in groß. Und seht ihr da hinten, ne? Wie groß der darüber geht. Und dann habe ich noch Flusselemente. Deswegen wurde dann ja später das Ganze kriege ich es jetzt noch hin jetzt? Wurde das dann später auch ein komplettes Pack, war ursprünglich als Einzelmod gedacht, aber ja, jetzt ist es ein Pack. So, also, was ich sagen wollte. Ich richte mir jetzt das kurz an der Lampe aus, pack erstmal die Plane rein und dann buddel ich sie aus. So ein bisschen. Weil kostet ja auch einen Haufen Geld hier, der Landwirtschaftsbaumodus. Und jetzt gucke ich einfach mal so grob, wo ich hin will. Unter der Wasserplane lässt sich nicht malen. Das hat den Grund, dass ihr Wasser holen könnt. Und deswegen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber das werdet ihr bei den Basiskarten ja auch schon gemerkt haben. Dann werde ich mir die rausholen und verkaufe die wieder. Und jetzt male ich noch ein bisschen dran rum. Soll ja ein bisschen schön ausschauen. Ich bin übrigens jetzt auf der westlichen Wildnis von Alien Jim. Der hat einfach ein ganz süßes Baumenü hier. Und da male ich jetzt ein bisschen rum. So, mal hier so den Rand. So mal grob. Geht ja nur ums Zeigen. So, machen wir die Wiese noch mal ein bisschen hier. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Pflanzen rein. So, noch ein bisschen Wiese dran. So. Und die Plane wieder rein. Das wäre die hier. So. Und jetzt, seht ihr schon? Jetzt kann ich sie mir hochziehen. Natürlich nicht komplett. Wäre ja ein bisschen schwieriger. So, und jetzt, je nachdem, wo ich sie halt hinhaben will, einfach einpassen. Bums. So. Und dann Lampe weg. Jawohl. So. Ansonsten könnt ihr die Lampe auch stehen lassen. Das ist eine schöne Nachtbeleuchtung. Dann könnt ihr hier natürlich dann noch ein bisschen ausschmücken und schon habt ihr euren ersten Teich. So, nehmen wir den. Was haben wir noch? Bäume, Pflanzen. Da. So. Und schon. Ist der erste Teich. Ja, der Zug kommt auch schon, freut sich auch schon, meldet sich. Und hier könnt ihr jetzt dann später mit eurem Wasserfass einfach herfahren und könnt euch dann dementsprechend euer Wasser gratis rausholen. Und warum es wichtig ist, dass die Planen, deswegen steht das auch überall, nicht überlappen, liegt daran, dass ich Eisdecken im Winter habe. Und wenn ihr die überlappen lasst, dann streiten sich die Eisplanen, welche
oben und welche unten liegt und dann flackern die im Winter ein bisschen. Und damit das halt nicht passiert, oder es stört euch nicht, je nachdem, solltet ihr halt versuchen, die Plane nicht überlappen zu lassen. Aber das zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn ich das Flusselement anpacke. Das war jetzt erstmal nur der kleine Teich. Danke. So, nachdem der Teich ja jetzt schön steht, zeige ich euch mal den Fluss. Und, wie ihr seht ihr nichts. Warum? Denkt dran, die Plane liegt unterhalb des Erdreichs. So, damit ihr das sehen könnt, ich habe jetzt hier mir mal so eine Ecke rausgenommen. Ich schnapp mir wieder meine Behelfslampe. Hätte ich jetzt gerade gar nicht gebraucht, ja, ich weiß. Ich hatte sie ja schon ausgerichtet. Irgendwann blicke ich auch noch durch, wo meine Sachen sind. So, jetzt überlege ich mal. So, da ist die Kante. Könnt natürlich die auch woanders hinlegen, ist jetzt egal. Ich setze die jetzt hier einfach mal rein. So, schnappen wir uns mal hier rein. Jetzt buddel ich so ein bisschen aus. Ihr könnt das dann hinterher ja auch probieren, wie ihr das wollt. Also wenn ihr eine andere Idee habt, wie man Planen am besten verlegt oder, na, also ihr müsst jetzt nicht das machen, wie ich das mache. Nur ich dachte mir halt einfach, es ist sinnvoll, die erstmal zu legen, provisorisch. Dann mir den Teich rauszumalen, den ich haben möchte. Und nachher, nachdem alles angemalt ist, dann wieder ordentlich reinzusetzen. Weil man hat ja auch jetzt nicht so viel Geld für alles Mögliche zur Verfügung. Und dann wäre das ja Quatsch. Jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen runter. Weil unterhalb der Wasserplane könnt ihr später gar nicht malen. Also sobald ihr die einmal richtig reingepackt habt, wie ich ja vorhin schon erklärt habe, ist vorbei. Achso, lauter Quatschen. Ich bin nervös, man merkt das hoffentlich nicht. Das ist mein erstes Video, also habt Nachsicht mit mir. Okay, dann male ich wieder hier aus. Also Alien Jim hat echt ganz tolle Sachen gemacht hier mit der Karte. So, jetzt machen wir da noch ein paar Steine rein. So. Immer noch. Da. Wie gesagt, ausmalen könnt ihr das dann komplett nach eurem Gutdünken. Ich mache das jetzt erstmal so. So. Und natürlich, so wie vorhin ja auch, erstmal ist der Fluss ein Teich. Liegt er noch so, wie ich ihn gerade hatte? Ja. Also machen wir ihn mal so ein bisschen rein. Die Höhe könnt ihr dann am Rand so ein bisschen ausrichten. Und wenn euch das, wie gesagt, nicht reicht, stellt euch eine Lampe hin oder macht es dann nachher dann einfach mit Hilfe von einem Loch, könnt ihr auch setzen. Also wenn ihr einfach an der Seite so ein kleines Loch reinsetzt, dann geht das noch einfacher. So. Was heißt noch einfacher? Je nachdem. Müsst ihr ausprobieren. So, dann mache ich hier erstmal mir die Kante wieder frei, weil da soll dann nachher das Fluss ran. So. Also seht, ne? Gesperrter Bereich. Es liegt daran, habe ich vorhin ja schon beim Teich erklärt, aus allen Elementen, die ich gemacht habe, könnt ihr Wasser holen. Gratis natürlich. Aber dieses Feature verhindert, dass ihr unten drunter malen könnt. Also sobald ihr irgendwo eine Plane habt oder Wasser habt, wo ihr drunter malen könnt, könnt ihr durchfallen, könnt da drin rumrennen, ja, aber kein Wasser holen. Und auch nicht schwimmen. Schwimmen geht hier auch. So, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Achso. Das Flusselement raussuchen. Dann nehme ich jetzt mal das hier. So, wo ist meine Lampe? Ach, ich schussel. Jetzt habe ich die verkauft. Na, ganz toll. Also, nochmal Lampe. So, setz mal die mal kurz dahin, damit ich das richtig drehen kann. Weil ich mag das gerne im Vorfeld sehen, wo ich die passende Richtung habe. Also. Achso, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr jetzt hier mal genau auf die Wasserplane achtet, dann seht ihr die Wellen in eine bestimmte Richtung fließen. Also jede Plane hat eine bestimmte Flussrichtung. Was heißt jede Plane, ne? Also das Wasser fließt immer in eine bestimmte Richtung. Sollte euch das irgendwie wichtig sein, schaut, wie ihr die erste Plane verlegt habt und dann vergleicht das mit eurer anderen. Weil ihr seht jetzt hier, die rechte Plane, da fließt das Wasser Richtung Zug und die neue Plane fließt das Wasser runter zu mir. Also wenn ihr das anders haben wollt, dann müsst ihr leider auf der anderen Seite anfangen. Aber je nachdem. Mir persönlich war es immer egal, in welche Richtung mein Fluss läuft. Hauptsache,
ich habe dann später kein Problem mit meiner Eisdecke. So, also, jetzt malen wir den da erstmal rein. So. Jetzt buddeln wir alles wieder frei. Natürlich nur die Fläche frei buddeln, wo ihr dann hinterher den Bachlauf haben wollt. Oder breiter buddeln, wenn ihr einen Fluss haben wollt. Die Plane ist im Ganzen 20 Meter breit. Habt ihr natürlich viel Fläche möglich. Da unten ist er. Ja, natürlich, genau auf der Kante rausgebuddelt. Aber das ist nicht schlimm, das kann man ja nachher dann wieder anpassen. So. Gucken, wie weit geht er jetzt noch? Hier ist er noch. Da ist er auch noch. Geht er noch weiter? Hab ich nicht aufgepasst, ne? Da ist er. So. Jetzt verkaufen wir den weg. Ja, jetzt kann ich buddeln. Machen wir auch. Oder auch nicht. Was hab ich jetzt? Natürlich, was habe ich jetzt gemacht? Achso. Ich sag doch, ich bin nervös. So. Gut, da machen wir den Lauf. Dann machen wir es noch ein bisschen höher. Anmalen. Vielleicht könnt ihr das auch im Vorfeld anmalen. Also, das bleibt euch ja dann komplett selbst überlassen. Als erstes den kompletten Bereich zu malen. Kann ich hier noch drunter? Ja, also ich sage, das Baumenü macht es einem wirklich nicht einfach. Aber gut. Na gut, dann machen wir es größer. So. Da ein bisschen kleiner. Bisschen kleiner. So. Gut. Und dann den Fluss wieder rein. Schauen wir mal schnell, jetzt sehen wir es ja gleich. So, hier ist er. Deswegen die Lampe. Mag das gerne. Aber wie gesagt, für euch ist das nicht wirklich wichtig. Passt euch das dann an, wie ihr das haben wollt. So. Kontakte. Ah, es hat geblockt. Natürlich. Aber das ist nun mal der Vorführeffekt. So, also. Auf der Konsole ist es noch ein Tick schwerer, die Plane einzupassen. Deswegen, aber es geht. Ich habe das mit den Planen von Alien Gym auf der Konsole getestet. Also es ist halt wirklich ein bisschen Gefriemel. Am PC ist es ein bisschen einfacher. Aber nicht unlösbar. So. Kontaktstellen. Wie gesagt, ich habe Eisflächen im Winter, wenn es schneit. Wenn es euch nicht stört, dass die Eisfläche ein bisschen flackert, dann könnt ihr die problemlos überlappen lassen. Ich persönlich mag das Geflacker nicht und deswegen bin ich da sehr vorsichtig und habe dann nur so ein kleines bisschen Kante. Wenn ich jetzt Glück habe, habe ich es jetzt richtig erwischt. Schauen wir mal. Ja. Sieht gut aus, oder? Ha. Passt. So. Ich mache nachher dann auch nochmal Schnee, dann seht ihr das besser. So, und dann hätten wir jetzt den ersten Flusslauf. Könnt natürlich das Ganze noch ein bisschen höher setzen, das ist gar kein Problem. So wie ihr das halt haben wollt nachher, ne? Warum geht das jetzt nicht? Bodenanpassung will nicht, halt. Man sollte vielleicht auch die richtige Taste drücken. So. Aber ihr seht, das lässt sich dann schon so ein bisschen anpassen. Und hier hinten, wenn es euch jetzt reicht, könnt ihr hier hinten dann zumachen und kaschieren. Und wenn es euch nicht reicht, dann einfach noch ein bisschen länger buddeln, mehr Fluss machen, dekorieren, wie ihr das halt haben wollt. So. Okay, und jetzt passt es. Sehr schön. Okay, na hier ist doch noch eine klitzekleine Kante. Aber gut, für den Vorführeffekt reicht es jetzt erstmal. Ich spule da mal kurz vor und dann sehen wir uns im Winter wieder. Bis gleich. So, es ist jetzt fast Winter. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich habe am Anfang ja so ein Eckelement genommen. Dieses Eckelement ist auch dafür gedacht, um die Kurve zu gehen. Hätte ich vielleicht gleich auch mal erklären können. Und deswegen habe ich jetzt dieses Flussstück als linke Ecke mit reingenommen. Das werden wir jetzt hier mal schnell mal anpassen. Und dann gleich mal um die Ecke gehen. So. Damit ihr das auch mal gesehen habt.
warum ich diese Eckstücke da drin habe. So, hier ungefähr ist die Richtung. So, so weit brauche ich jetzt ja auch nicht rausgehen. So, jetzt hole ich sie wieder raus. Wie gesagt, das mit dem Plane rein, Plane raus ist halt jetzt meine Art und Weise. Wenn ihr da was Einfacheres findet, nur zu. Lasst es mich wissen. Aber irgendwie bin ich dann meistens immer zu heftig hier mit dem Loch oder wie auch immer. Ich sag doch, das Baumenü ist so eine Sache für sich. Aber egal. Irgendwann lässt sich's einrichten. So. Aber was ich euch zeigen wollte, ich hatte vorhin ja mal erklärt wegen einem Loch. Dieses Loch hat den Sinn, wenn ihr mal von einer Seite kommt, wo ihr sagt, Mensch, da ist mein Mauspfeil oder ne, meine Legerichtung ganz woanders als meine Kante, die ich gerade versuche anzupassen. Dann buddelt euch einfach da hinten ein Loch. Dann sucht euch die Plane wieder raus, die ihr haben wollt. Ne, in dem Fall, seht ihr, Mauspfeil ist da drüben, die Plane ist da. Passt das? Nein, passt natürlich nicht. Warum auch? Muss ich weiter ran? So, machen wir da das Loch hin. Warum sollte auch mal irgendwas funktionieren? So, also hier. Da ist das Loch. Dann seht ihr auch genau, auf der Seite könnt ihr die Höhe einrichten. Ja. So, jetzt wieder gerade werden. Und hier passt sogar das Wasser, seht ihr? Ihr könnt natürlich im Endeffekt auch den ganzen Anfang drüben rausnehmen und könnt den Anfang da drüben nochmal richtig schön einsetzen. Wenn euch, wie gesagt, die Flussrichtung irgendwie wichtig ist. So, passt das jetzt? Ja. Ach, genau, weil ich es gerade sehe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorhin schon irgendwo erklärt hatte. Kann sein. Die Ecke ist wieder mal genau die gleiche Plane wie die ich gerade verlegt habe. Seht ihr das? Das ist eine Spiegelung im Wasser, die auftritt, wenn ihr eine unterschiedliche Einbauhöhe habt. Deswegen habe ich das auch in der Mod-Beschreibung dazu geschrieben. Das Wasser wird von der Oberfläche her klar und dann habt ihr so eine komische Reflexion. Ist meistens so ein Vierecken helles. Warum, wieso, weshalb? Ist so. Seht ihr hier? Also solltet ihr unbedingt auf die Einbauhöhe achten. Und ich habe ja jetzt genügend Flächen drin, die anders sind. Also wenn euch das nicht stört, ist es egal. Sobald ihr aber die passende Höhe habt, tritt diese Reflexion nicht auf. Und bei den anderen, ihr seht, das sind andere Planen, da tritt es auch nicht auf. Also es ist meistens immer nur die gleiche Plane. Na, bei mir ist jetzt dieses Element, das ich gerade in der Hand habe, was sich dann ändert mit dem linken, das jetzt bereits liegt. Also die liegt wahrscheinlich am Shader. Ich habe keine Ahnung. Es ist nichts, was ich ändern könnte. Also sollte euch sowas mal auffallen, dann wisst ihr, okay, irgendwo liegt diese gleiche Plane schon mal rum. Entweder rausnehmen oder versuchen, auf die gleiche Höhe zu kommen. So, was wollte ich jetzt? Achso. Ich wollte jetzt die Höhe nochmal anpassen. Klar ausgleichen, damit das ordentlich ausschaut. So, da ist jetzt die Plane drin. Passt. So. Ja, und so wäre das dann ungefähr dann um die Ecke. Und da gibt es eben kurze Stücke und lange Stücke, nur dass ihr das gesehen habt. Und hier oben habe ich genau diese Ecke seitenverkehrt dann als Teich eingepasst. Also könnt mit den Flusselementen echt viel anfangen und unterschiedlich einrichten. So, jetzt spule ich nochmal kurz in den Winter vor. Und dann zeige ich euch, was ich meine. So, herzlich willkommen im Winter. Ihr seht, es schneit und sobald es schneit, haben wir eine geschlossene Eisdecke auf dem See, beziehungsweise auf dem Fluss oder auf dem Teich. Da ist auch Eis. Die Eisdecke ist nur so lange da, wie es schneit. Das heißt, sobald es aufhört zu schneien, ist die Eisdecke auch wieder weg und ihr habt dann wieder Wasser. Ihr könnt durch die Eisdecke hindurch problemlos weiterhin Wasser holen. Fahrt bitte nicht auf das Eis, es ist brüchig, ihr werdet den Traktor definitiv im Wasser verlieren, sofern es zu tief ist. Und hier seht ihr jetzt auch, was ich meinte mit der Kante. Hier sieht man den kleinen eine kleine Schnittkante von den beiden Eisdecken. Fällt aber auch wirklich nur auf, wenn man direkt drauf guckt. Und es flackert halt auch nicht. Ne? Also das heißt, sobald ihr... Ja, seht ihr? Ja? Es hat aufgehört zu schneien. Oben seht ihr das im Wetter, es ist nur noch wolkig.
und dann habt ihr keine Eisdecke mehr. Ich hoffe mal, dass jetzt gleich noch die komplette Schneedecke kommt. Oder auch nicht. Das ist wieder mal so typisch. Also sollte jetzt noch mal richtig Schneedecke erscheinen, dann habt ihr auch noch Schnee unter der Wasserplane. Es sieht richtig süß aus. Auf den Basiskarten ist das nicht so. Da ist unter der Wasserplane alles blockiert und da kommt dann kein Schnee. Aber da kommt natürlich auch keine Eisdecke. Ich weiß nicht, ich lasse noch mal kurz laufen. Aber ich glaube, da kommt jetzt kein Schnee mehr. Ne, leider nicht. Okay, na gut. Aber ihr habt zumindest gesehen, was ich meine. Okay. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und für eure Geduld. Bis dann. Na, hier noch ein kleiner Nachtrag. Nachdem es jetzt lang genug geschneit hat, kam jetzt auch die schöne Schneedecke auf der Wiese. Dann seht ihr das jetzt auch noch kurz. Also so sieht das Ganze dann mit geschlossener Schneedecke sowohl auf Land als auch natürlich auf dem Wasser aus. Und wenn es dann aufhört zu schneien, dann haben wir dann das Wasser wieder ganz normal. Ich mache das jetzt mal schnell so, mal gucken. Weil wenn es aufhört zu schneien, dann ist auch wieder die Eisdecke weg. Und lassen wir das mal schnell vorspulen. Gucken, wie lange das dauert. Ich hoffe jetzt nicht lange. Und natürlich, meistens ist Schnee immer in der Nacht. Also ich weiß überhaupt nicht, ob ihr viel von der Eisdecke haben werdet, wenn es meistens nur in der Nacht schneit. Dieses Talent hatte ich dann immer. Ich weiß, man kann das auch noch einstellen, aber ich wollte jetzt nicht den ganzen Bildschirm mit diesen Codezeilen vollhauen. Deswegen lasse ich das jetzt mal schnell so durchlaufen. Jetzt wird es aber gleich Tag, dann sieht man das auch viel schöner. So, jetzt ist die Eisdecke weg, es hat aufgehört zu schneien. Und jetzt sieht das Ganze natürlich auch nochmal richtig schön aus mit dem Schnee da drunter. Und wie gesagt, bei Basiskarten sieht man den Schnee generell nicht unter den Planen. Dies ist da eingestellt, dass man das gar nicht sehen kann. Na, seht ihr hier dann auch um die Ecke, wo ich noch rumgebastelt habe vorhin. Und da natürlich die Kante, die ich nicht ganz erwischt habe. Aber gut, ihr macht das sicherlich viel, viel besser als ich. So, aber jetzt bin ich mit dem Video fertig. Danke nochmal für euch, die Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Bis dann.